sickness you cannot define, the nauseating smile in your mind. I am the anger, the hate, and the pain. You'll remember my name. I am your God. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You'll never be alone again. Break free, my son, take heart, you will never be long anywhere to anyone. You can hide, you can run, but after all is said and done, it's my kingdom come. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You'll never be alone again. I am the Alpha and the Omega. I am the sickness you cannot define, the nauseating smile in your mind. I am the anger, the hate, and the pain. You'll remember my name. I am your God. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You'll never be alone again.
free. My son, take heart, you will never be long anywhere to anyone you can hide. You can run, but after all is said and done, it's my kingdom come. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You will never be alone again. I am the Alpha and the Omega. I am the sickness you cannot define, the nauseating smile in your mind. I am the anger, the hate, and the pain. You'll remember my name. I am your God. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You will never be alone again. break free. My son, take heart, you will never be long anywhere to anyone you can hide. You can run, but after all is said and done, it's my kingdom come. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You will never be alone again.
So. Ach, meine Fresse ist schon wieder nicht an, ne? Lucky. Oh. Super. Hoffe ich jetzt gleich mal, dass das gleich alles so klappt. Suizid of Rachel Foster. Klingt ja mal wieder prickelnd. Letzte Woche waren wir in der Anstalt. Davor waren wir auch in dem Kopf einer Kranken. Ich hoffe, diesmal ist es mal was anderes. Namentlich anscheinend nicht, ne? Also wenn wir jetzt nach dem Namen gehen, nee. Ich hoffe, das schreit uns jetzt gleich nicht an. Ich habe das eigentlich schon vorher leise gestellt. Automatische Speicherfunktion. Das ist gut. The Suicide of Rachel Foster ist ein fiktives Spiel, das sich mit sensiblen Themen auseinandersetzt. Kennen wir seit 2 Wochen nicht anders. Solltest du mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben, rät unser Entwicklerteam dringend davon ab. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Also, und Headset soll ich benutzen. Also, das Übliche. Was wir eigentlich schon die letzten 2 Wochen. Oh, laut. Ich habe schon leiser gestellt. Ich glaube, das sollte jetzt hinhauen. Also laut Balken geht an der Lautstärke noch ein bisschen was. Hallo Dennis! Lackt das hier irgendwie ein bisschen oder war das hier dein Problem mit dem Hin- und Her-Switchen? Gut, auf 40 wollte ich das jetzt haben, ne? Ich hoffe, das haut mit der Musik hin. Na, alles gut? Kann ich an dem Buch was machen? Oder ist es nur Zufall, dass die Seiten sich bewegen? Achso, ich dachte, das liegt an meiner Maus. Ne, dachte schon. Ich hoffe, ich kann sonst noch mitten im Spiel Sound einstellen. Dann kicken wir mal. Die Geschichte, von der du nun erfahrst, lebt in ihren Details. Eine sorgfältige Beobachtungs-Bla. Wie gut, dass ich grundsätzlich immer alles durchforste. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einen Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Ne, hier Schild und Schwert, wir nehmen die Antwort. Für mich warst du meine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Es kommt mir immer noch so laut vor. Will doch mal gucken.
Achso, wir sollen uns jetzt bewegen. Sieht nach einer Beerdigung aus. Und Klischee. Auf der Beerdigung muss man anscheinend auch immer schwarze Regenschirme haben. Wehe, du tauchst bei einer Beerdigung beim Regen mit einem weißen Regenschirm auf. Da gibt es Krawall doch. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Die Mutter ist wohl gestorben. Mein Vater existierte für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Vater existierte nicht mehr. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir, ich war immer bei dir, als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast in einem Zimmer, das dir fremd war und als du Duncan Forbes bis 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Ich habe deinen Mut und deine Hartnäckigkeit immer bewundert. Sie sind das Geheimnis all der Erfolge, an denen du so hart gearbeitet hast, ohne dich dabei von albernen oder nutzlosen Kleinigkeiten oder Ammenmärchen ablenken zu lassen. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Zuerst einmal tut es mir leid. Der ich wohl unsere Mama dahin gerofft. Oh, ist das etwa ein grüner Schirm? Der ist nicht schwarz genug. Zähm dich auf so... Genau, ich schieb's dich zur Seite. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe. Liebes, ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Verkaufe unser Hotel? Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena... Mr. Jenkins damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Wir spielen in den 90ern. Okay, 90er. Mal nicht 60er, nee, mal nicht zu Hitlers Zeiten, wie die letzten 2 Samstage. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon wieder so ein Psycho-Game ist. Aber schlimmer als... ich hoffe, das hat nicht so heikle Themen. Also ich glaube, The Town of Light können die das schon nicht mehr überbieten. Das war echt schon krasser Shit, ey. Da ist unsere Mama. Hübscher Sarg. Gut. Wie gesagt, ich habe immer noch das leichte Gefühl, dass ich da noch was einstellen muss. Ich bin geblendet von dieser Schönheit. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. Kann ich jetzt irgendwas einstellen, Is du? proving worse than expected, with above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all Außerdem sehe ich jetzt so besser. Ist mein Monitor sauber? Ne, da oben ist schon wieder Dreck. Heben wir gleich. Weißer Hintergrund kann manchmal ganz schön vorteilhaft sein.
Ich habe den vorhin erst geputzt. So. So nebenbei machen wir das mal. Ist ja eh gerade Ladebildschirm. Schnatzi. The smell. It's all I remember from the night we departed 10 years. Ah! Ich kann endlich mal die Einstellungen. Obwohl, die sollte ja eigentlich noch recht gut sein. Ich gucke jetzt mal hier. Das kann man einstellen. Ich hatte doch V-Sync an. V-Sync. Gut. Ago. Joa, soweit schon. Moms Auto. Bei mir läuft's flüssig, da läuft's schon wieder mal nicht flüssig. Das ist echt Wunderbärchen, ne? Man kann hier aber auch echt viel einstellen. Stell ich mal auf Mittel ein. Ach, das geht. Okay. Das läuft flüssig, nur die Einstellung hoch. Die will natürlich Mr. Twitch natürlich wieder nicht machen, ne? Naja, gut. Viel Unterschied ist da nicht. Spielen wir auf Mittel. Hauptsache, es läuft mal flüssig heute hier. Super. Dann kicken wir mal. Moms Auto. Kann ich damit irgendwas machen? Boah, ist aber ein ganz schön altes Auto, ne? Das ist ja noch schon weit vor 90er hier. Wie ist das eigentlich? Kann ich auch rennen? Das ist Rennen? Echt jetzt? Naja. Garagentor, Knopf, etc. Ja. Ach! Ach, du Heilige. Okay, wir sind in der Garage. Wo soll ich denn hin? Nirgendwo hin bis jetzt. Wie viele Etagen hat das Ding denn? Okay. Haben wir auch ein Inventar? Oder so? Nicht? Okay. Ich glaube, also es heißt Suicide of Rachel Forrest. Ich glaube, und am Anfang des Spiels wurde schon wieder gewarnt, sollte man Probleme haben, oder, ne, schwache Nerven, keine Ahnung oder so, sollte man das entweder mit einer Person zusammenspielen oder die Finger von lassen. Das sieht doch schon wieder nach, könnte schon wieder eine kranke Scheiße sein. Okay, das kann ich mir angucken. Okay. Ein Motorrad. Leonards Motorrad. Wer ist Leonard? Und es ist dunkel hier. Und wo soll ich hin? Ins Hotel rein. Ich soll ja... Okay. Welcome! Hotel Timberline Mountain. Check-in, Rezeption, Hall und Loggerroom. Ich weiß nicht, worum es in diesem Spiel The geht. attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ich glaube, an Thematik kann es das von letzter Woche nicht überschreiten. Also ich denke mal, dieses the Town of Light war schon... Martha war schon so ein bisschen krank. Die Thematik bei Town of Light war puh. Und eigentlich habe ich gesagt, ich wollte eigentlich einen Samstag-Stream mal die Finger von sowas lassen. Und jetzt hier, da bin ich mal wieder. Da bin ich wieder in so einem Game. Willkommen. Ich soll ins Dings, ne? Checkliste sagt mir nichts. Wo ist denn? Ich soll ins Dings, ins Büro. Da ist das Office. Das soll hinter dem Museum sein. Wo ist denn das Museum? Da ist das Museum.
Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt bin. Egal. Telefon! Ich komme! Ich mag nicht, dass wir rennen können. Also vielleicht ist es auch gut, vielleicht ist es auch eher schlecht. Okay, das sieht hier doch schon nach einem Museum aus, gell? Kommt das hier raus? Kann ich nicht. Hier raus? Okay, das sieht nach einem Büro aus. Wo ist denn das Telefon? Emergency. How can I help you? Hä? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Hä? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. Ja. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. Ach, mit M kann ich auch die Karte öffnen. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Ah, ich sollte sogar zum Anrufbeantworter. Er sagt mir das doch. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it Also, on wir the sollen uns über den market. Zustand vergewissern, bevor wir es verkaufen. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of the Estus. family's old apartment. Altes Apartment meiner Start your Eltern. rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Also, We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. halt die Klappe. Also, Mutti will, dass du dieses Hotel verkaufen, weil dieses Hotel bis jetzt nur Scheiße gebracht hat. Über unsere Familie. Und diese Rachel, um die es in diesem Spiel geht, hat Suizid begangen. Lustig, lustig. Wäre ich nie drauf gekommen. Aber die ist wohl von den Klippen gesprungen. Und die Horde wat mit unseren Vater. Das heißt, unser Vater, die untreue Mistsau, hatte damals was mit der Rachel. Hat die gebumst. Gebimmelt halt. Und die ist halt just flying from the clip. Hat den Freiflugschein gemacht. Und jetzt, von dem Erlös dieses Hotels, wollen wir halt unsere Studiengebühren bezahlen. Und wollen auch einen Teil der geschändeten armen Familie der Rachel zukommen lassen. So nach dem Motto, hier habt ihr Geld. Ist die Sache vom Tisch. Und wir vergessen, dass mein Scheißvater ihre Tochter gebumselt hat. Gut. So viel Infos haben wir schon mal. Kann ja nur noch besser werden. Also, ich habe ja schon immer gesagt, ich hasse es. Ganz schön scheiß war da draußen, ne? Allein in Anstalten rumzulaufen, ne? Aber so ein großes, verlassenes Hotel macht es auch nicht besser. Kugelschreiber. Schön. Lucky Stars. Mit nem Brille. Sonst nix? Gut, lass mich raten. Checkliste. Hausmeisterschlüssel. Master Suite. Wo sind die jetzt schon wieder? Ich glaube, eine Etage höher. Kriegen wir hin.
Lagerraum. Gut, dann. Oh ja, die 90er, Leute. Das kenne ich auch noch. Boah, die großen Disketten. Diese Papierdisketten. Oh ja, und diese viereckigen Mäuse. Oh ja, die waren damals so handlich. Ich komme noch aus der Zeit, wo du noch die Kugeln von einer Maus auspusten musstest. Ist das unser Hotel? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, ich habe gesehen, dass ich von hier aus auch hochkomme. Naja. Das ist voll das süße kleine Museum. Ah, da bin ich, ne? Alter, dieses Hotel ist mitten im Nirgendwo. Wer sucht sich denn ein Hotel mitten in der Pampa? Die Tür kriege ich nicht auf? Nein. Ich muss erstmal gucken, also da komme ich ja wieder runter. Dann machen wir erstmal die Tür hier wieder zu. Fühle ich mich sicherer mit. Der Eispickel fehlt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Also das ist wohl die Rezeption. Das Hotel ist eigentlich noch recht gut erhalten. Na gut, ein bisschen Schimmel und so, ne? Wer weiß, wie lange das jetzt schon leer steht. Ich bin alleine in einem verfickten Hotel. Ich weiß nicht, ob das genauso gut ist, obwohl, ne, Anstalten sind schlimmer. Anstalten sind schlimmer. First Floor. Ich gehe einfach mal hoch. Die Master Suite soll ja irgendwo hier oben... Da ist doch eine Tür, oder? Komm ich nie ran. Habe ich gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Das sah so eingedellt aus. Gut, wir rennen mal ein bisschen. Ja, holla. Naja. Ist schon schnuggelig. Ah, da. Ich bin da. Das heißt jetzt gleich darum. Dann die nächste links, dann die rechts. Alles klar. Ach, da steht das ja auch meistens. Master Suite. Okay, kriegen wir hin. Da ist eine Tür angelehnt. Ich hasse Puppen. Auch solche. Kann ich auch zoomen oder so? Ach, Tatsache. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich zoomen kann. Das ist alles so dunkel. Architektur! Okay. Oh, boah, guckt euch mal diese alten Fernseher an. Das kenne ich alles noch. Ich bin halt eine saualte Sau. Ich war da zwar gerade mal 4, aber ich kenne das noch. Oh, cool. Ich kann mir das auch nochmal angucken. Oh, so ein schöner alter Kamm. So ein Holzkamm. Die gute Zahnpasta von Koi-Cat. Wer kennt das nicht, Koi-Cat? Die gute Zahnpasta für strahlend weiße, perlweiß Zähne. Perlweiß. Habe ich schon mittlerweile aus Sims wieder rausgenommen. Sehr grausam aus. Eine wunderschöne Toilette. Toilettenpapier. Ah. Mach mal die Tür zu. Es gefiel mir schon nicht, dass die angelehnt war. Zu damit. Ich sehe schon, worauf das Spiel hinausläuft. Master Suite, da ist es doch schon. Überall liegen Kippen rum. Musikheft würde ich glatt mitnehmen. So durchlesen und so. Oh ja. Hatten wir das Thema nicht erst Kassetten und VHS-Kassetten? Das Thema hatten Schnatzi und ich erst vor kurzem. Das ist immer noch die beste Zeit. Wow, also... Cool. Wer von euch kennt noch VHS-Kassetten, hä? Wir hatten natürlich die Master Suite. Ich mach gerne immer die Tür zu. Also hier haben wir gewohnt, ja? Gefällt mir, dass das hier leise Musik ist? Ich bin am Überlegen, ob das Spiel nicht doch noch einen Ticken lauter kann. Zum Teil ist das doch echt leise, ne?
Oh! Die alte Bombe! Warum ich die so nenne, die Waschmaschinen, diese Trommelwaschmaschinen? Wenn die geschleudert haben, haben die sich nämlich immer fortbewegt. Das ist immer voll geil gewesen. Reinigungsmittel von Nemo. Nur wo Nemo draufsteht, ist auch echt in Nemo drin. Ginnys Superloot. Für Wäsche, die nach, ja keine Ahnung, nach den Alpen riecht. Und dann haben wir noch das gute Maler. Damit ihr Geschirr anscheinend nach Eisenwurzel riecht, whatever. Da haben wir noch... Oh ja, das gute Kart. Wer hat nicht schon mit dem guten Kart seine Badewanne geschrubbt? Und schon wieder Zigaretten. Diesmal von Binston. Alles Raucher hier. Da sind ja noch mehr Kippen. Medikamente. Schon wieder Kippen. Also da ist jemand definitiv Kettenraucher. Okay, wir benutzen nicht das gute Shampoo von Wheat and Holders. Wheat and Holders. Echt Porno. Ich finde das lustig, dass sie das von Head and Shoulders genommen haben. Wow. Also hier hatte definitiv jemand ein Medikamentenproblem, würde ich mal... Leonards Tabletten. Was sind denn das? Normalerweise steht hier immer drauf gestempelt, was das für Tabletten sind. Definitiv Rasierer. Oh ja, die Juten-Einweg-Rasierer. Der hatte definitiv ein Medikamentenproblem, ne? Ach du heilige Scheiße, was haben wir denn hier? Protein XL. 300 Milligramm. Wir hatten anscheinend eine Katze. Das alte Katzenstreu hätte man aber auch mal wegwerfen können. Oh, hei. Der typische verlassene Vater. Das sieht nämlich halt... Jeder hätte auch mal spielen können. Das sieht nämlich auch so aus, als hätten wir wahrscheinlich den Vater verlassen. Also auf jeden Fall wuchsen wir wohl bei der Mutter auf. Okay. Ganz schön viele Bücher, wenn ich das... Boah. Was denn das? Ein Testament. Okay. Na, wir kriegen halt das Hotel vererbt, ja. Leider nicht auf Deutsch. Alles von dem Anwalt. Mathematical Physics. Ach. Okay. Tensor Analysis on Manifold. Interessante Lektüre. Black Hole. Also hat sich anscheinend auch sehr für Astrologie und Mathe interessiert. Astrophysik nennt man das oder so? Oha, alte Steckdosen. Das sind die Smiley-Steckdosen. Feuerzeug? Noch mehr Sci-Fi, Astrologie-Kacke. Okay. Alter, das ist ja alles voll mit den Büchern hier. Was? Fängt ja schon gut an. Ach du Heilige. Irgendwelche Berechnungen? Was der Jute her auch berechnet hat, keine Ahnung. Es scheint aber auch so diese Astrophysik-Kacke zu sein. Streichhölzer, die guten von? Ja, keine Ahnung. Wenn jemand Russisch kann, bitte mir übersetzen. Nochmal so ein schöner Kugelschreiber. Exploring in Mathematik. Also wie gesagt, hier dreht sich alles anscheinend. Oh Gott, sind das viele Bücher.
um Mathematik und Astrophysik. Was auch immer das jetzt gerade für ein Geräusch war. Da am Waschbecken. Hier kommt man schon gar nicht mehr rein. Polaroid. Eine Polaroid-Kamera. Waschmittel und so. Sieht aus wie das Zimmer von Vater. Oh, Bilder mit einer kleinen Nervensäge. Das sind wohl wir. Denke ich mal. Ach, schon wieder irgendeine Astronomie-Kacke. Love you, Rachel. Ach, der hat diese Rachel auch noch geliebt? Pff. NASA. War der bei der NASA? Auf jeden Fall hat er sich sehr... ungelöster Puzzlewürfel. War da nicht gerade ein Fehler? Seit wann gibt es denn 2 rote Seiten? Jetzt ist sie gelb. So ein bisschen verkehrt hier, wa? Ey, wie konnte denn... Also, keine Ahnung, von was der so besessen war. Dass der, so viel Astrologie-Physikbücher gelesen hat. Oh. War der Kerl vielleicht sogar bei der NASA? Oh, eine Spieluhr. Aha. So, was soll ich hier eigentlich machen? Dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Ja. Wo denn hier? Bleibt ja nur noch das Zimmer, ne? War das unser Zimmer? Das sieht zumindest ziemlich mädchenlike aus, ne? God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Okay, die haben ihn vor 10 Jahren verlassen. Und das Zimmer sieht immer noch genauso aus. Ich guck mal ganz kurz nebenbei was. Moment. Okay. Aber eigentlich so an sich auch voll das schöne Zimmer, ne? Wir haben Herzklopfen. Hört ihr das auch? Ja, ne? Oh, cool. Boah, jetzt sag mir nicht, die hat da so einen alten Nintendo rumliegen. Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Nicht? Schade. Boah, Papierdiskette. Alter Freund. Boah, so ein Sollstück kenne ich noch von meinem Amiga 500. Unvollständiger 360 Flip. Oh, cool. Aber man ist viel damit gefahren, das sieht man ist voll abgeranzt. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition. Stockpiles of fuel. Ah, da hat jemand Eishockey gespielt, wa? Refrain from going outside unless isolated return home. Wow, da war wohl jemand sehr gut da drin. Kann ich nicht eine Kassette einwerfen? So eine gute alte VHS? Oh, geil, die Lavalampe. Mixtape. Ich würde sogar wissen, was drauf ist. Wölfi! Sofort entdeckt. Boah, die guten alten VHS-Kassetten. Ich hatte damals Unmengen davon. Ich sehe, glaube ich, schon den Schlüssel. Da stand wohl auch jemand auf Einhörner. Voll gemütlich hier, das Zimmer. Voll süß eingerichtet und so. Oh, ein E-Bass. Geil. Da liegen auch Tabletten. Eishockey? Da war wohl echt jemand begnadete Eishockeyspielerin. Seltsames Telefon. Erstmal nehmen wir das This Hausmeisterschlüssel. is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though.
Seltsames Telefon. Was muss ich jetzt machen? Gut, im Moment habe ich keine Aufgabe. Gut. Ah. Aber dieses seltsame Telefon, ne, das finde ich halt schon so ein bisschen seltsam. Das passt irgendwie gar nicht zu den ganzen Dingen. Ach, das kann ich auch aufnehmen. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware that... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Habe ich kein Inventar oder so? Checklisten technisch habe ich einfach nichts zu tun. This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Gut, unsere Mutter hieß Claire. Unser Vater hieß Leonard. Und mit der Mama betrogen hat, ist die Rachel. Was war das? Will ich da rein? Oh. Oh! Willst du da wirklich raus? Ich glaube, wir gehen hier erstmal nicht raus. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Na, offensichtlich nicht. No, I was thinking of jogging into town. Ich auch! Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just, Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to Na, insist... zum Glück gibt's auf you're not jeder... the first man. To do what? Weißt du, es gibt zum Glück auf jeder Etage eine Map. Die kann man sich dann jetzt zur Not abfotografieren mit dem Handy und dann kann man sich... I have a 1986 Dodge. kann man sich orientieren und sonst Google Maps googeln, Weg zum Essensraum.
Man kann doch immer alles googeln. Kann man doch bestimmt auch den Weg zum Essensraum googeln. Handy in die Hand. Okay, Google. Bing! Wie komme ich hier zum Essensraum? Und sonst zur Essenszeit einfach... Na gut, das sieht hier nicht gerade gut aus mit dem Einheit, oder? Aber sonst zur Not... Oh, Mori. Und sonst zur Not einfach den Leuten folgen. Wenn Essenszeit ist, laufen sie doch eh alle wie so eine Herde dahin. Das Ding ist dann ja nur, man muss ja auch nur wieder in sein eigenes Zimmer zurückfinden. Wir sind doch Herdentiere. Einfach der Herde folgen. Kann ja nichts schief gehen. Die oder heimlich Pfeile an die Wand, ja. Ja, keine Ahnung, was das für ein Game ist. Wenn ich es kennen würde. Es wird auf jeden Fall mal wieder am Anfang geraten. Er hat auch so ein paar diverse Themen. Sollte man nicht alleine spielen, wenn man selber solche Art Probleme hat, bla bla bla. Und unsere Mama ist verstorben. Wir haben damals unseren Vater verlassen. Und der hat uns dieses Hotel vermacht und Mutti will, dass wir das verkaufen. Die auch verstorben ist, an einer Krankheit oder so. Jetzt sind wir halt hier, um zu gucken. Und wir haben den Vater vor 10 Jahren verlassen, weil er was mit einer anderen Frau hatte. Diese Rachel, die sich wohl damals dann auch von den Klippen gestürzt hat. So, was soll ich jetzt eigentlich machen? Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Weil ich bestimmt auch wieder in die Garage zurückfinde. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Falsch. Komme ich denn wieder in den Keller? Das ist die Küche. Das ist ein Gefrierfach, Gefrierhaus. Ich muss nur zurück in den Keller, das sieht gut aus. Waschraum. Strom. Ich bin schon wieder irgendwie zurück. Na, ich hasse Keller. Da ist es auch noch so dunkel hier. Ich weiß auch gar nicht, dann müsste da der Loggerroom sein, dann müsste das jetzt hier zur Garage gehen, oder? Oder? Das ist der Boilerraum. Ich bin schon wieder falsch abgewogen, oder? Scheiße. Soll man sich denn hier denn zurechtfinden? Aha! Tell me you changed your mind. You Nein. there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kinda bitchy. No problem. The keys will turn up.
The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Fine. Unsere Autoschlüssel sind weg. Wieso gefällt mir das nicht? Wenn die Autoschlüssel weg sind, heißt das doch nur, dass wir nicht alleine sind, ne? Ich muss die Garagentür aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Die wackelt ganz schön. Ich würde mal sagen, nein. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Und jetzt? Ich wusste, dass wir hier nicht wegkommen. Wäre das Spiel ja auch vorbei, ne? Ja, wir verbringen hier wohl eine Nacht. Yay! Haben wir jetzt eine Aufgabe? Nö. Okay. Ich hätte gerne eine Taschenlampe oder sowas. Hm. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh. Thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Wenn Menschen I sagen... can't believe it. I'm stuck. Shit. Wenn Menschen sagen in solchen Games, du bist da oben definitiv sicher. Tag 1. Wir sind hier länger als ein Tag. Ich sag's jetzt schon. Dann geht das immer in die Hose. Da sind wir nämlich nicht sicher. Ah, wir sind jetzt im Arbeitszimmer unseres Vaters? Okay. Menschen, die in solchen Games sagen, du bist da oben definitiv sicher. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... Ich hab einen I'll Fleck auf call der if I Brille. need you. Das heißt, ich soll jetzt wieder runter in den Keller, ne? Also, ich soll zumindest die Stromversorgung abchecken. Ich glaube, den habe ich vorhin gesehen. Den Stromkasten da unten irgendwo. Wieso bist du denn wieder da oben? Ich war doch gerade da unten, Mann. Wie gesagt, ey, ich bin da oben sicher. Ja, ja. Warum sind meine Schlüssel weg? Die auf dem Sitz lagen? Das zeugt nicht gerade davon, dass ich da oben alleine bin. Ich will nicht. Ja, Werbung. Ich habe wieder 2 Cent verdient. Finde ich gut. Hä? Irving,
It's me again, obviously. I could really use a shower. Sag mir nicht, ich soll in den Boilerraum. Sure. Da war ich You gerade. just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the Ich basement. will nicht in den Keller. Have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Okay, unser Aufenthalt wird sehr bohnenreich sein. Gut, wir dürfen jetzt wieder in den Keller. Ich mach gerne mal alle Türen zu, damit ich die Sachen auch wiederfinde. Weil wenn ich jetzt alle Türen aufmachen würde, ich folge mich erstmal. Feueralarm! Erstmal versuche ich wieder nach unten zu kommen. Ich denke mal, da werden wir langsam gut. Ich würde gern da rein. Na, vielleicht kommen wir da ja noch rein. Habe ich die Tür hier nicht aufgelassen? Oder war ich da überhaupt? Keine Ahnung. Ist das normal, dass die Tür automatisch zugeht? Ich hoffe. Eine sterbende Rose. Na toll. Ja, das ist wirklich spooky. Ich will nicht. Eine Klingel. Willkommen im unheimlichsten Hotel der Welt. Was ist denn jetzt schon wieder? Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... The furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about Boiler stuff room. like that? Yeah. Well, that's long gone. Gut, wir sind im Keller. Leere Axthalterung. Warum muss von allen Gegenständen die Axt fehlen? Das gefällt mir nicht. Dose mit Bohnen. Von allen Gegenständen fehlt natürlich die Axt. Ihr steht mir bei, oder? Wieso erinnert mich dieser Stromkasten an Phasmo? Ich habe immer das Bedürfnis, wenn das Licht rot leuchtet, es anzumachen. Hydraulikpumpe? Ja, irgendwie schon. Das gefällt mir nicht. Das scheinen die Öfen zu sein. Okay. Und Knöpfe. Wow, da ist aber ganz schön Druck drauf, ne? How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? Yep. I guess. What does the pressure gauge read? 220. Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Humor hat die Frau.
Das ist unheimlich. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Das war schon unheimlich. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Okay, soll ich jetzt duschen gehen? Ich habe schon wieder nichts auf meiner Check. Sollte ich nicht eigentlich auch Strom checken? War da nicht irgendwie was? Was ist hier eigentlich schon wieder Gang? Ja, Alter, ist das hier verzwickt. Was denn für ein Keller? Da ist ein Labyrinth hier drin. Ich versuche mal nicht irgendwie vom Weg abzukommen. Und hier unten war ja nur Garage, ne? Okay, was war denn hier drin? Ja, das ist ein Keller, verdammte Axt. Was ist das hier? Skier und so. Da ist versperrt. Ah, dann kommt man diese hier Skierborgen und dann kommt man zur Skiroute. Und natürlich ist ja auch eine Kette vor. Ah. Aber sehr schön draußen. Nein. Ich habe einen kleinen minimalen Sinn für Orientierung. Das ist wie in Real Life. Wenn ich das erste Mal irgendwo alleine hin muss, bin ich total unsicher. Das wird dann auch so sein, wenn das endlich mal mit dem Labor da mal klappt. Ich werde mich erstmal voll unsicher fühlen. Aber wenn ich erstmal einmal irgendwo war, habe ich eigentlich einen voll guten Orientierungssinn. In solchen Games ist das leider manchmal was anderes, wenn ich so ein Unwohlsein habe. So, weißt du, wenn ich mich so ein bisschen erdrückt fühle und nicht sicher. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, Boah, ist das dunkel being hier. nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Da hat wohl jemand Spielautomaten gesammelt. Okay. Ich bin hundemüde. Ich werde in meinem Zimmer in der Master Suite schlafen. Ja gut, den Weg kenne ich doch mittlerweile ganz gut, eigentlich. Treppe hoch. Treppe hoch. Dann an dieser Treppe. Und dann hier rund. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, an sich ist es ja voll schön dafür, dass es schon ein bisschen verlassen ist. Na gut, anscheinend nur 5 Tage. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well, Right, I forgot. The Wilsonian mythology. sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, Eigentlich thank voll you schönes for Zimmer. listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just Your job. I know. Night. night.
Müssen wir das Ding nicht auch mal wieder aufladen? Talk 2. Ich glaube nicht, dass wir heute nach Hause können. Naja, zumindest schneit es nicht mehr. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So? Any news? Ja. What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I Ambiente! was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and But you didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Okay, ich soll jetzt bestimmt runter da in diese Küche, ne? Suche nach Lebensmitteln im Küchenbereich. Ich bin jetzt in der Hall. Ich könnte zum Dining Room gehen. Von da aus gibt es eine Doppeltür in einen Flurbereich und da finde ich einen Kühlschrank und ein Kitchen. Okay, alles klar. Ich bin im Dining-Bereich, oder? Aha. Das sieht doch sehr nach Küche aus. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Gefrierfaust. Oh, das funktioniert wenigstens noch. Und alles, was man gefrieren kann, ist haltbar. Wow! Das ist nicht euer Ernst. Hallo? Hey, you kidding? Hallo? Und das Telefon geht nicht. Hallo? Ich erfriere. Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there.
Alter Verwalter. Mach doch sowas nicht mit mir. Was für eine Mikrowelle. Coole Küche, ey. Ich vermisse es richtig mal in so einer Großküche mal wieder richtig mich auszutoben, ey. Oh. Machen wir wieder zu hier. Habe ich kein Inventar oder sowas? Anscheinend nicht. Manchmal. Na gut. Eigentlich ja. Obwohl ist sogar extra für die Mikrowelle. Steht da sogar drauf. So, jetzt haben wir aufgegessen, oder was? Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Hä? About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Kann ich meine Dings nicht? Naja, gut. Soll in den zweiten Stock. Wie komme ich denn hin? Aber nee, das war gerade jetzt nicht cool. Wie gesagt, ich mache grundsätzlich gerne mal Türen zu. Gut, ich denke mal, dass ich von meinem ersten Stock auch irgendwie in den zweiten Stock komme. Die Karte ist sowieso nicht wirklich übersichtlich. Da. Zweiter Stock. Erstmal hier lang. Oh ja. Oh, das sieht echt nicht mehr gut aus. Oh wie. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Und Rohbau. Das erinnert mich an meine Sims-Häuser. Die Tür ist offen. Gehen wir mal stalken. Was ist das? Ach, Putzcheckliste. Okay, alles klar. Boah, guck da. Oh, Ambiente. Geil. Okay, ich würde da schon Urlaub machen. Allein nur für das Ambiente. Nee, das stimmt. Sehen nicht ganz so abge... Was ist das? Okay. Gut, so sehen meine Sims heute zwar nicht aus, aber die haben Kerzen zur Deko. Ja, schon wieder weirdes Zeug von irgendeinem Zimmergast. Rohbau. Da liegt auch was. Kostenplan. Wurde nicht übernommen. Alter.
Das scheint wegen für die Renovierung gewesen sein. Es wurde aber abgelehnt. Es sind auch beachtliche Summen. Allein die eine 1,2 Millionen Dollar, 912.000 Dollar. Alter. So kleine Summen, kleine Peanuts. Kann ich gar nicht verstehen, dass es abgelehnt wurde. Hier ist abgesperrt, versiegelte Tür. Da laufen ganz schön viele Kabel lang, ne? Und alle... Seht ihr das? Und alle laufen in ein Zimmer rein. Wieso kommt mir das ein bisschen seltsam vor? Jetzt will ich erst recht wissen, was in dem Zimmer drin ist. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? Er weiß ganz schön viel, ja. I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotel's. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Ich höre ein Telefon. Yeah? Hello? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Rachel ist noch hier? Ich will nach Hause! Verkauft das Hotel nicht? Rachel ist hier? Hat die sich nicht umgebracht? Ich will nicht. You pissed at me? I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. Ja! I'll ask someone to run a check. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but Ja, jetzt wird's wirklich actually they unheimlich. just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. Das ist What do gruselig. you mean? Sounds creepy. That girl's death, Rachel, it was the result of painful events and Ich genieße nebenbei now it's someone's Ambiente. obsession.
You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, Ah, er ist genius Astrophysiker, okay. astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Und wir betonen nochmal, Fräulein, er hat nicht gesagt, dass Rachel noch am Leben ist. Er hat nur gesagt, dass Rachel noch da ist. Von Leben hat er nichts erwähnt. Er hat nur gesagt, dass sie da ist. Aber nicht, dass sie atmet. Das macht mich so ein bisschen spooky. Er hat das Licht ausgemacht. Oh, Fenster. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. I must have fallen asleep. I haven't slept like that Oh, since I bitte was a nicht. kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus betreten muss. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Oh, look at that! I thought I lost you that time the Thompson girl came to play. Leonard must have found you someplace. The key's missing. Well, maybe better that way. Ah, so eine Lichtquelle wäre schon nicht schlecht, wa? Ich muss jetzt im Halbdunkeln durchs Hotel. Ihr habt doch ins Gern geschissen, Alter. Ja, das weiß ich. Das hatten wir schon zu Anfang. Das Arbeitszimmer meines Vaters, oder? War das nicht irgendwo da unten? Gott, ich sehe hier aber auch nichts. Warte mal. Office. Da ist das Museum. Ich sehe hier aber auch null, ne?
Voll das Spielzimmer. Hatten wir ja vorhin schon, ne? Im Dunkeln habe ich nur Orientierung, ne? Wo war denn nochmal Kletterausrüstung? Wie umschalten? Office. Aha! Ja doch, aber er zeigt ja dann ja gerade die Etage an, auf der ich bin. Und das ist ja das Gute. Dass ich umschalten kann ich sie ja. Sollte ich nicht hier irgendwie eine Taschenlampe finden? Ich habe dem Bengel jetzt nicht ganz genau zugehört. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Zimmer oben meinte oder das hier unten. Auf dem Klo von Vaters Arbeitszimmer? Das heißt, ich darf wieder hoch? Oh. Weil ich glaube nicht, dass die das hier meinen. Oder doch? Ah, warte mal. Nee, was ist denn das hier schon wieder? Hier komme ich in die Küche. Da steht nur, dass ich die Zwischendecke vom Personalbereich im 1. Stock aus betreten muss. Aber er sagt, ich brauche eine Lichtquelle, was auch verständlich ist, weil hier ist es saudunkel. Ich sehe hier nichts. Und ich weiß auch nicht, wo das Arbeitszimmer von meinem Vater ist. Das sieht ja aus wie ein Arbeitszimmer. Aber hier gibt es kein Klo. Ich habe dir nicht zugehört, wo diese scheiß Taschenlampe jetzt ist. Das ist eher schlecht. The office is a mess. Well, I don't think running a hotel is easy. Especially if your head's in the clouds like Leonard's. Everyone's got limits. He said that keeping track of bills was like looking backwards. I see. You graduated college? Yeah, went to Pacific. Why? You majored in... Business. Ever think about helping? Who? Leonard. He wasn't even interested in keeping in touch. Why should I have helped him? My mistake. Sorry. Boah, kannst du nicht einfach nochmal sagen, wie ich die Taschenlampe finde? Ich scheine ja im Büro zu sein, aber hier gibt es kein Klo. Und oben hat er ja auch kein separates Klo. Da gibt es ja nur ein Klo in der Wohnung. Aber das ist ja auch sein Schlafzimmer und nicht sein Arbeitszimmer. Jetzt bin ich irritiert. Toll. Ich brauche doch nur die Taschenlampe. Mir ist auch ein bisschen unwohl dabei, die ganze Zeit hier im Dunkeln rumzuhocken.
Dad's Office, ja. Das ist sein Arbeitszimmer. Das wäre schon mal richtig. Das sagte ja eigentlich auch irgendwas im Lagerraum vielleicht und so. Das wäre ja das hier. Aber hier ist nichts. Außer eine Kiste. Wie sollen wir denn hier auch was finden, Alter? Es ist dunkel hier. Hier liegt ja auch sonst gar nichts. Leute, wo soll denn hier eine Taschenlampe sein? Ich bin irritiert. Komme ich von hier aus noch irgendwie in einen Lagerraum? Wir gucken jetzt einfach mal. Nee. Das ist die Küche. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Nein, das ist Gefrierhaus. Genau, die Offices. Da bin ich ja jetzt. Da ist der Lagerraum. Genau, dann geht's hier zum Fringe. Genau. Hier ist der kleine Flur. Der dann in Dads Zimmer da reinführt. Das ist ja schon das Büro hier. Hat mal jemand nochmal googeln vielleicht, wo ich die Taschenlampe finde? Leonards Radio. Schönes Radio. Hä? Also hier liegt keine Taschenlampe. Hier der eigentliche Kram, aber keine Taschenlampe. Tür lasse ich mal offen. Ich google mal. Der Typ sagte doch eigentlich.
Ja, das hat das Ding schon die ganze Zeit. Keine Ahnung. Das macht mich schon kirre, also unheimlich. So, jetzt gucken wir erstmal. Kicken wir mal. Jetzt weiß ich, wo ich eine Lichtquelle finde. Ach, leckt mich doch am Arsch. Darauf sollte man erstmal kommen, Alter. Zum Glück habe ich den Weg zu meinem Zimmer schon blind. Passt mal auf. Diese Abstellkammer. Any news? I found a Polaroid. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash for lighting. Ah, smart. You can try. I wonder who this belonged to. Leonard, maybe? Some client. Na probably. toll, Alter. You can't imagine what people leave in hotels. Oh, I could tell you about the rubber friend that Mr. Rochford's widow left here in '82. Soll von hier aus Mayor soll es einen Linden's Geheimgang kids and geben, I auch used von it meiner as a Etage aus. miniature Mal gucken. Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Das ist eher unheimlicher als eine Taschenlampe. Die Augen eines Mörders. Hey, okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Leute, das ist unheimlich. Was ist das hier?
Ich sehe hier 0, ne? Jetzt bin ich wieder bei dem Wolfsding. Im Quartier bin ich, okay. Was sagt er? Personalbereich. Ist ja der erste Stock hier. Bin ich denn jetzt hier? Ballroom, wa? Ich glaube, dann bin ich falsch, oder? Alter. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich falsch bin? So langsam bin ich etwas irritiert. Was ist das? Eine Taschenlampe! Ah. Oh. Ah, das ist hier... Ich muss die selber die ganze Zeit... Ah. Ich glaube, ich bin richtig. I found the crawl space. Nee, ich will da jetzt auch nicht allein sein wollen. Alter, ich wäre da, glaube ich, nicht mal weitergelaufen. I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Also ganz ehrlich, aber die Taschenlampe... Ich mach mal hier zu. Die Taschenlampe ist mir jetzt lieber... als dieses... Die ganze Zeit nur eine Kamera. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, mit jedem Mal, wo ich geblitzdingst habe.
Naja. Dass irgendwann auftaucht. Besonders seit dem Anruf. Dass Rachel noch da ist. Shit. What's wrong? Your prophecy came true. The power went out. It's completely dark. Pitch black. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah, easy. Does it? Ich höre hier Geräusche und sowas und ich habe mich gerade voll erschrocken, weil er an der Hand liegt. Mach sowas nicht mit mir, Alter. Und ich höre nebenbei Geräusche, die ignoriere ich jetzt einfach mal ganz kurz gekonnt. Was ist denn das hier für eine Katakombe? Was soll das? Ich soll einfach nur den Kabelbund folgen. Ach, meinen Sie das Ding hier? Okay. Hoffe ich mal. Ich krieg schon lahmen Finger, um die Taschenlampe die ganze Zeit aufrecht zu erhalten. Ach, das Licht. Boah. Wie geht ein bisschen die Pumpe? Lass mich durch da. Oh, geil. Was ist das? Lippenstift. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. 4 Jahre schon. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know, probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. What's a lipstick doing here? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Hab ich mich jetzt erschrocken. Tag 4. Ich will nach Hause. Was ist denn das hier? Reporting is ordered, sir. You awake? Ja, ne? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Rachel Route. Timberline. Da stand unser Hotelzimmer. Rachel Body. Ist sie wirklich tot?
Ach, das steht nicht mal sicher. Also die ist wohl von den Klippen gesprungen, aber ihre Leiche wurde nie gefunden oder so? Obwohl, nee, sie haben ja da Rachels Body gefunden. Hm. Okay. Pastor Foster, Lipstick, Leonards Book. Verleugnung. Wirst dafür bezahlen, was du getan hast, was auch immer. Die hat hier ein bisschen ausgebreitet, die gute Frau, gell? Hinweise und so. Das mache ich gleich. Ich gehe jetzt erstmal kurz pinkeln. Ich brauche auf den Schreck erstmal. Muss ich meine Blase entleeren. Hey, labert nicht über das Stuhl-TV. Das gibt nichts Spannenderes als Stuhl-TV, ja? Dankeschön. Warte, das ist manchmal leichter, als immer das Handy auszupacken.
Hat mein Stuhl das? Das ist gut. Und der ist schon Vollprofi. Dann wollen wir mal. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Bienchen! You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh. Even Ganz for viele pastors. Bienchen! He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Slate! Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a Killerception. human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. Na toll, jetzt geht das His wieder fate los. made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. Ah ja, Schnatzi, He could have harmed his daughter. kannst dich mal schämen gehen. No, but even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this Auch wenn ich story. den Namen gerade von meinem Avatar vergessen habe. Right. Aber der knutscht die ganze Zeit die Luft rum. Seit heute Vormittag. Wusa. Was los? Mauri, kotz dich üs. Teile uns your Gedanken mit. Die geht's wieder besser. Ach, ich habe schon gelesen. Heute Nachmittag oder so. Die ging's gestern nicht so gut. Du warst auch echt früh offline, muss ich sagen. Also für deine Verhältnisse. Und für den Freitag warst du echt früh weg. Und gestern hast du deine Gedanken mitgeteilt. Gut, hat man mal, ne? Gibt halt solche Tage, dass man sich nicht so fühlt. Und hey Slate, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich sehe was blinken. Kann ich wenigstens mal endlich was schreiben? Warte mal.
Jetzt, das musst du auch nicht unbedingt. So. Kleine Kribbelwelle, wa? Ja, aber gut, vom bestellten Essen kriegst du kein Fieber. Und Gliederschmerzen. Durchfall, Erbrechen und Magenkrämpfe, das eher. Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? Ja, After they've auch been open soweit. for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean, Yeah, sure. Leonard ruined his life over a 16-year-old, became a recluse, lost everything, and in the meantime, he Ah, supposedly der hatte had damals was another mit der lover, Rachel, als sie maybe even 16 two. war? Oh. could the cold have preserved? Possibly. Anything else? Krass. Hey, I found a book In in Leonard's Verbindung mit things. Fieber und so würde ich It's a- eher sagen, ein leichter Magen-Darm-Infekt, mein lieber Mori. Collection of poetry, but it's got notes written in it. Ach, Did your father write them? Magenprobleme, Durchfall und Fieber und Dates, Gliederschmerzen notes, ist immer thoughts. Corona. Listen to this. Today I saw Weil wenn so Rachel. eine Vermutung stehen Or würde, hättest du schon längst Rachel beim is sad. Gesundheitsgedöns anrufen Or müssen oder einen Termin beim Arzt Rachel machen says müssen she für feels Corona-Test. alone. He kept a diary about her. Ja, The siehst book du. was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she Das ist died? gleich As Corona. if he Du hast saw her. Fieber und Gliederschmerzen, I ist mean, there Corona. must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Schlimm ist das. Du hast einen leichten Schnupfen, Corona. Oh, meine Nase kribbelt, ich habe Corona. Was soll ich denn jetzt machen? Oh doch, das kann sein, weil es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Einige Leute haben sogar Symptome nur einen Tag und dann sind sie wieder weg. Danach kannst du nicht gehen. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here.
Also. Wir kriegen einen Anruf, dass jemand sagte, wir sollen nicht verkaufen, weil Rachel hier ist. Vor ein paar Jahren hat sie in einen der Gänge hier Rachel langlaufen sehen. Obwohl die Frau schon tot ist seit 10 Jahren. Seltsam, seltsam. Und als sie die angeblich gesehen, passt mal auf, ey, wir haben es hier mit dem Geist zu tun. Ey, ich kriege auch gleich die Kratze noch. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the Yeah. girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, I'll hear you out. Aber hübsch war sie. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Die Frau war auch noch schwanger? Oh, wir hätten sogar ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommen. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me. Oh At ja. least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Das Ding ist, sie ist am 29. Dezember wurde die Leiche gefunden. Wir haben anscheinend schon den 24. oder 25. Also fast 10 Jahre später ist das jetzt. Fast exakt bald auf den Tag genau. In 3-4 Tagen. Warum jetzt? Unheimlich. Fischweib, oh ja. Hä? Hey, cutie pie. Hä? How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel. Rachel. Ooh. Rachel. 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 Das ist makaber. Das ist makaber im eigenen Traum. Der Vater nur so, ich lieb dich, Rachel. So, wir hatten wohl wieder Bohnen. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Sharp as a tack, as always, Agent.
I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Oh, Yeah, schön, wenn's you're hell right. draußen ist. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves Geisterjäger. ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... Well, listen for yourself. Oh Gott, wenn wir jetzt schon das Thema Geister haben, na Prost, Mahlzeit. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay, kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. Okay. Erinnerungen eines Sportlers. Are there any matches scheduled for the local team? I'm afraid there is no local team. I remember they were talking about starting a Helena hockey team 10 years ago. No team. Since when are you interested in hockey? Well, I played hockey when I lived here. Wow. You could even start playing again. Doubt it. Actually, my old stick should be around here somewhere. I'd like to take that back. I didn't see it in my room. Okay. Zimmer 117. Okay. Haben wir hier noch irgendwie was? Also... Nicht? Okay. Wer findet dieses Hotel auch unheimlich? Und dass hier wahrscheinlich auch ein Geist hier rumirrt. Der Geist von Rachel. Oh. I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Why did I even ask? Wo soll denn Zimmer 117 sein? Das ist Zimmer 108. 107. Da brennt Licht drin.
Ich glaube auf der anderen Seite, ne? Nee, ne? Sehe ich genauso. Aber so an sich dafür, dass das Hotel jetzt schon seit 4 Jahren geschlossen ist. Ich will das mitnehmen. Ihr wisst warum. Da hängt eine Markierung. Hey. I found the room. But Someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. Oh ja. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Wieso muss ich so oft eigentlich in diesen Keller runter? Ich brauche einen Schraubenzieher, um den Winkel zu lösen. Vielleicht findet sich einer im Keller, im Heizungsraum oder beim Generator. Ich weiß gar nicht, wo ich einen gesehen habe. Ich weiß nur eins, ich darf schon wieder in den Keller. Ah, ist ja nicht alles gammelig hier, ne? Naja, das meiste. Aber es ist schön. So. Hier kommt man bestimmt gut Urlaub machen. Aber wer will denn so ein gammeliges Hotel kaufen? Na gut, wer genug Asche hat und das wieder restaurieren kann? Hm? Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. Ja, oder auch Theatergebäude richtig haben wir. Ich glaube in The Evil Within, ich bin mir nicht ganz sicher, gab es auch ein Theater. Ja, in The Evil Within 2 sogar tatsächlich. Ich habe immer noch so ein Unbehagen hier. Ja, mit diesem total geilen Fotograf, der Zeitlupenfotos von sterbenden Menschis gemacht hat. Der war cool. Ich habe beide Teile durchgespielt, obwohl ich sagen muss, der zweite hat mich schon echt puh. Und der erste Teil war einfach nur einige Passagen nervig. Zum Beispiel mit der Spinnenalten. Boah, gingen die mir auf den Sack, doch. Bin ich hier noch richtig? Nein. Der war wirklich cool, ja. Lass mich raten, und hier ist wieder der Laundry Room und so, ne? Und der Boilerraum, ja. Okay, ich bin ein bisschen orientierungslos. Moment. Jetzt gehe ich hier raus. Und dann eigentlich gleich links rum. Eigentlich. Ja, das sieht gut aus. So, hier ist die Garage. Jetzt habe ich nämlich eine Taschenlampe, Alter.
Ha! Schraubenzieher gefunden. Ne, der Fotograf, der war echt cool. Als Gegner war er natürlich scheiße. Ich weiß nicht, ob ich in dieses Zimmer rein will, wenn da Geisterjäger drin waren und Angst gekriegt haben. Wir sollten auf alles gefasst sein. Ich auch, Alter. Mir geht die Pumpe doch. Oh Gott, dieses Hotel, ne? Ah, gut. Wieder richtiger Weg. Ja, doch mal ein bisschen hier die Türen auf. So. Ich schaff das. Boah! Stimmt ja, die Tür geht ja immer automatisch zu. Oh. Hm. Na, wollen wir mal. Warum wurde das zugemacht? Hohlspiegelmikrofon. Ach du Heilige. Ich finde den Smiley da drauf recht süß. Aber ich weiß, worauf das hier gleich hinausläuft. Ach du Scheiße. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Kein Ton irgendwie. Er schließt sich immer oben auf dem Dachboden ein. Aha. Das sind aber echte Aufnahmen von echten Menschen, ne? Krass. Die sind abgehauen. Oh. Hier spukt es. Ich will nicht.
Das ist wirklich belastend. Ja, schlaf du auch gut. Danke, Marvin. Das Geräusch spiegelt das wider, was ich mir die ganze Zeit denke. So, was ist denn das? Was macht das Ding? Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry. I'll warn you with a carrier pigeon next time. Ja. Ich hab mich gerade echt erschrocken. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna Ja. believe it. Echt so ein letztes Lächeln, ey. Alter. Jetzt, wo ich weiß, dass es spukt, ich will nicht mehr. So lange sollte das Spiel eigentlich nicht gehen. Es soll eigentlich nur 3 Stunden Spielspaß haben. Ach, wir haben Weihnachten. Wir sind jetzt fast ein Jahr nach Rachels Tod, ne? Ja, geil. Wo hat sie den denn ausgebuddelt? Also dafür, dass sie nicht mal einen Tag hier verbringen wollte und notgedrungen hier sein jetzt musste, macht sie es sich doch eigentlich wieder recht heimisch hier, ne? Hat sie sich hier noch was verändert oder so? Wieso lässt sie eigentlich immer die Tür auf? Here I am. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving. Danke. Don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll Das have waren one. die ersten Handys. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. Ja, das waren noch Zeiten, ja. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Well, I'm glad you're here. Yep, I probably would never have said that either 2 days Machst ago. meine Feelings auch nicht Maybe besser, dass du mir once sagst, alles hier this whole letztes thing's Mal. over, we could, We? me, you, us. We'll see. It's sure gonna feel weird not to talk to you at least once a day. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Ja. Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this.
Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Hey, did you hear that? No? What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Wait there. I definitely heard something. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt... Guck mal, damit hören wir es lauter. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Ich habe Angst. Stimmt, ich mach mal Dingsmodus. Da war ein Licht. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Walking Dead.
Ich bin ja gerade auf alles gefasst. Was sagt denn mein... Ich mach schon den Japsen-Modus. Hm. Oh Gott. Oh. Es hat mir ins rechte Ohr gehauen. Darf ich sterben? Ich halte mich trotzdem ganz schön wacker, dieses Scheißspiel zu spielen. Wenn ich das mal so behaupten darf. Aber ich bin gleich wieder da. Ich mache kurz eine Pinkelpause und eine ganz kurze Fresspause. Gebt mir 5 Minuten. Bin ich gleich wieder da. Blase.
So. Gut, ich habe jetzt oben und da nichts gefunden. Ich werde jetzt mal gleich nach unten gehen. Irgendwo muss das Klimpern ja herkommen. Ach, gut, ich mache mir gleich eine Kippe, wenn ich das überstanden habe. Na komm. Gehen mal nach unten. Ich guck mal, was denn da so drunter liegt. Könnte der Ballsaal sein, ne? Also die andere Seite mal. Muss einfach mal kicken. Wo ist denn das Ding jetzt? Okay, meiner oder bei dir? Oh, ist das Zeichen sogar noch stärker? Ich traue mich echt nicht. Ich habe Angst. Vielleicht finden wir ja jetzt gleich eine Leiche. So, wie sieht es hier aus? Das wäre jetzt exakt unter unserem Zimmer und so. Wisst ihr, was ich meine? Scheint ja... Oh. Oh, hier geht's ja richtig hoch, das Ding. Weil ich dachte mir gerade beim Pinkeln so, oben war nichts, unten war nichts. Also, erste Etage nicht, zweite nicht. Da lag ich jetzt richtig. Gott, das wird immer lauter. Hauch mir doch nicht ins Ohr. Es hat aufgehört. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. Ugh. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Ich hab Gänsehaut, weil die mir da ins Ohr gehaucht hat. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. Ich weiß nicht, ob ich das heute durchspiele. Das geht ja doch schon ganz schön, ne? Oh. Aber eigentlich sollte es nicht mehr so lange gehen. Es soll eigentlich nur 3-4 Stunden Spielspaß haben. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Oh, Loki. Oh, schönes Bild. Ich möchte mich hier eigentlich gar nicht mehr umsehen. Ah. Oh! Bin ich jetzt schon wieder? Hier sind Schlafsäcke. Was für eine Kirche?
Ui. Gut, den Tag, den werde ich mir mal rot im Kalender ankreuzen. Karte. Gute Idee. Ich habe gar nichts. Ich habe keine Taschenlampe oder sonst was. Ich habe nichts. Oh, das ist nicht gut. Ich habe... Gibt es keinen anderen Ausgang? Wie gesagt, ich habe nicht mal eine Taschenschlampe. Geschweige denn meine anderen Sachen. Das wird ja immer komischer, das Game, Alter. Erst Geist und so. Obwohl, es kommt mir... Warte mal, das kommt mir hier, glaube ich, so bekannt vor. Wo bin ich hier? Ach. Was? Ach, was? Was ist das denn für ein Durchgang für so eine Kapelle? Ich überlege jetzt gerade. Da ist die Küche. Ja, ein seltsamer Zugang hier. Ah, so ein Müllschlund da, ne? So ein... Ich versuche mich jetzt gerade zu orientieren, wo ich bin. Was? Vandalismus. Ah. Okay. Da ist ein geheimer Durchgang. Ja, aber ohne Taschenlampe und so, vergiss es. Ob die vielleicht noch in meinem Zimmer sind? Ich wollte ja eigentlich schlafen gehen. Bin aber irgendwie in der Kapelle gelandet. Und wenn ich nämlich zur Kapelle will, sage ich euch jetzt schon mal, finde ich den Weg da nicht mehr hin. Obwohl, könnte vielleicht was werden. Muss ich jetzt doch durch die Küche? Hä? Okay, ich kenne den Weg wieder. Da ist der Riesenkühlschrank. Da ist das Zimmer meines Vaters. Danke. Ah. Meine Herren. Ich gucke, ich krieg schon eine Allergie gegen das Spiel. Boah. Es geht los. Gut. Ich gehe mal auf mein Zimmer. Eine andere Option habe ich jetzt gerade nicht, was ich machen könnte. Oder Reichtum. Ja. Gesund bin ich ja. Reichtum wäre schöner. Oder Schönheit. Cool. Ich habe auch anscheinend kein Telefon oder so. Was soll ich denn hier machen? Mein Zimmer wieder gehen? Ah. Ah, da liegen meine Sachen. Ah. Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Yeah. Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a Ich finde die reason. Kirche doch gleich nicht wieder. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki.
Einmal jetzt die Map. Ha, ich muss zurück zur Church. Darauf habe ich keine große Lust, aber ein Zeichen sein. Ja, ist voll Sweetness und so, ne? Erdgeschoss einmal gucken. Wo soll denn da eine Kirche sein, Alter? Ist die echt hier eingezeichnet? Tatsache. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Weg da jetzt gleich wieder hinfinde? Ich rauche erstmal auf. Eins zu 10, ja, ist eine sehr hohe Quote, gell? Reichtum, Macht und Ruhm. Boah, Pulvereistee. Ja, wow, Schatz. Durch die Küche, dann irgendwann rechts und dann im Kaplan. Na, ist Pi nicht noch höher als 1 zu 10? Ja, toll. Das ist doch irgendwie 3,12. Oh Gott. Und dann eine unendliche Zahl. Ja, Navigationssystem der Spitzenklasse. Zur Küche kannst du mich noch lotsen. Danach ist vorbei, wa? Nein, ich weiß auf jeden Fall, ich gehe gleich wieder zu dem, dann bis zu dem Kühlschrank, dann durch die Küche, dann durch den anderen. Ich versuche es. Ich möchte aber keine Geistergeräusche mehr haben. Achso, ja genau, 3,1415 und dann... Sowas Beschissenes können sich auch nur Mathematiker ausdenken, echt. Um uns echt den letzten Nerv zu kosten. Ne, geht auch soweit ich weiß nicht. Das ist wirklich so ein unendlicher Scheiß. Aber wenn man irgendwas durch Pi nimmt, nimmt man immer die 3,14, soweit ich weiß. Wenn man irgendwas durch Pi errechnen will. Oh, ich hab's damals gehasst. Oh! Ich war froh, als wir mit dem Kack durchfahren. Bis zu den ersten Halbjahreszeugnissen dann immer... Oh. Das ist wie mit Flächenberechnung. Alles andere kann ich. Ich finde doch, dass die Kirche nicht gleich wieder, ey. Ich war doch gerade froh, dass ich überhaupt... Ich gehe auf jeden Fall wieder gleich Richtung Papas Office. Ich glaube dann bis dahin. Dann... Kirchenglocken? Hört ihr das? Ich habe Kirchenglocken gehört. Ganz leise?
Nö. Ich beginne jetzt auch Suizid, echt, ey. Echt? Und doch ganz leise. Ja, das wäre mir jetzt auch schon zu viel, aber gut, dann wollen wir mal. Ja. Ihr hört das Spiel vielleicht einen kleinen Ticken lauter als ich. Das werde ich spätestens wieder bei der Aufnahme raushören. Nein, Katze, jetzt nicht. Papa kann nicht. Nein. Papa muss überleben. So, Küche. Da bin ich durch, ne? Und ich glaube, jetzt hier die Treppen runter, oder? War das hier? Hi. I was thinking. Da, ich bin schon wieder belästigt. Nein. Du bist zu schwarz, dich sieht man nicht. So you've come to Sag, the du machst bestimmt gleich conclusion wieder that I'm not Männchen. crazy. Never thought that. Der nicht hinguckt. At least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, I think about my mother. Huh? She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, Ach, did jetzt nicht, ja? fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities. You know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that. Kriegst keine Something she didn't get Beachtung. elsewhere, including Nee. the hotel. When we moved to Für Portland, Leckerlis she müsste ich quit. jetzt auch aufstehen. God. Scheiße, wa? I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. Nee. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. A businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. Was ist das überhaupt für ein... Könntest du mal jetzt bitte die Krallen rausnehmen? I suppose. So. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Treppe herunter? Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be ich hasse Rätsel. open too if you see beyond its looks. But how can I remember it?
How... it's... I... Wow. Total mystery. Want to play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Ich will die Orgel antatschen. Nein. Want to play the organ in a church in the middle of the night. Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you. To play it. In Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor Mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Vielleicht ist hier irgendwo ein Geheimgang. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Ein Schmetterling. Da ist das Rätsel nochmal. Ach was. Oh, shit. Mir ist so ein bisschen mulmig. WTF? Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? Was krank ist. It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. No, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Du heilige Scheiße. Did you get out of there?
You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Da liegt noch was, ein Schlüssel. Brotkrümel. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music dann box. weiß ich, wo mein The nächstes one in Ziel Leonard's ist. room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Der Schmetterling I war schon think seltsam. someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Langsam wird's creepy. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. Boah, diese Spieluhr nochmal. I can't believe you said something like that. Think about it. Hier, ne? Ja. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Wieso spielen wir jeden Samstag verstörende Spiele? Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, Aber die don't letzten you dare zwei haben even wir think erfolgreich that. durchgespielt. He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Ich würde jetzt gern die Spieluhr benutzen. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Yo. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call.
They said Rachel isn't Er sagte dead. nie, dass Rachel lebt. Er sagte nur, dass Then Rachel the da lipstick ist. from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. Ein Geist. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd Das be wird no langsam reason echt for her to live in a cringe hier. fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Na, endlich. Voll schönes Lied. Ich mag Spieluhren, ja. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Ah, Tag 9. Alter, wie lange geht denn das Game noch? Es wird immer quinschiger. Wir stehen wieder vor der versiegelten Tür. Stimmt! Diese Kabel irritieren mich da immer noch. Ich will wissen, was da drin ist. Der Vater war... Meinst du? Irving. Finally. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. Ja, wahrscheinlich. So, Ich glaube auch nicht mehr, dass es so I lange looked around the geht. entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving?
I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Ich sollte einen Blick ins Mizani in der Mitte finden, bevor die besseren... Das ist ihre richtige Position. Das Mezzanine ist ganz unten in der Hall. Oh, das ist, glaube ich, da. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Wenn ja, da waren doch Kisten davor. Sind die jetzt weg? Wenn ja... Das ist echt ein Mega-Teil hier, ne? Wie gesagt, so zu Glanzzeiten war das bestimmt ein echt schönes Hotel. Ich höre Türen knallen und so. Pass auf. Hier ist ja die Hall. Und da drauf, wo ich stehe, ist das Mezzanine, wo ich jetzt gucken soll. Die Kartons sind wirklich weg. Aber wo sind die jetzt auf einmal hin? Okay. Ach du Heiliger. Oh Gott, ich hasse Puppen. Hey, ist das nicht die Puppe aus dem einen Zimmer? Rachel war doch schwanger. Das ist mein Eishockeyschläger. Und Rachel war ja in der 9. Woche schwanger. Soll das heißen, jemand hat Rachel umgebracht? Du Scheiße. Ja, da steht Nicole drauf. Ach du Heilige. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, jetzt antwortet er auf einmal nicht mehr. Was ist hier Irving, los? I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Ich habe schon wieder was gehört. Gott, das wird ja immer kranker hier. Huh? Oh, leck mich doch fett. Wieso antwortet dieser Irvin auf einmal nicht mehr? Where are you, Nicole? It's about time. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ha.
Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock? Ach, du Heilige, jetzt können wir wohl auf dem Dachboden. Ja, ne? Schnatzi, du solltest einfach die Klappe halten. Das Thema hatten wir es gestern. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Chill. Oh Gott. Sie ist offen. Der war die ganze Zeit hier, oder? Was ist das? Das sind wir, ne? Am Tag unserer Ankunft. Das war sogar unser Modell. Der hat sich sogar einen Bauplan vom Motor geholt. What? Diese Berechnungen kennen wir doch, ne? Eine Wetterkarte. Loads of Show? Storm expanded around Küsten. Ah, der wusste, dass es über Dings einen Sturm geben wird, dass wir hier Alter, was ist das für eine ganze... Clinky Christmas. Mein Auto. What the fuck? Was ist das? Dining Room Hotel. Guck mal, eine Geistererscheinung. Der hat hier Geistererscheinungen aufgezeichnet. Bellroom Window. Ja. Da. Funksprechgerät. Die kleine miese Ratte. Wo ist er jetzt? I imagine you found my room. Ja. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? Aber schlau hier mit der Decke das abzudecken, weil es ja undicht ist. Schön windgeschützt und so, also gefroren hat er hier drin nicht. Retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These worlds ooze with memories. The memories get Dann war er das bestimmt auch mit dem Anruf, dass wir das Hotel ja nicht verkaufen sollen. Into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you?
Over the last few days, you've got a little das ist echt gut taste gemacht. of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for Aber wie ist er years. denn pissen gegangen, Day Alter? after Oh, day ein after Fotoraum. day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. Okay. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. Ja. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much and would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. Mhm. And you owe it to her. Der Dachboden. Aber ja, hier sind die Fenster kaputt, ja. Ich sehe schon. Ich hasse Dachböden. Was ist das hier? A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school.
I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Mörderin. Alle rauchen hier. Haben die hier gepennt oder so? Hat Rachel hier? Claire. Unsere Mutter? Oh nee, jetzt sag mir nicht. Jetzt ist die Tür auch wieder offen. Wo muss ich denn hin? Ach, in die Garage. Oh Gott, bitte nicht. Jetzt sag mir nicht, dass da eine Leiche oder sowas drin ist, ey. Die Leiche wurde ja nie gefunden, oder? Aber doch, sie hat sich auf den Klippen gestürzt oder so, ne? Leck mich! Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just the Ich zieh das irgendwie durch. Don't you Das wäre ein dare gutes try to Spiel für make me Halloween feel gewesen. guilty. You don't. I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who?
The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth. A truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, ich bin gut. and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain. Oh Gott, Kofferraum. Maybe better than anyone. Oh Gott. Betrayal, shame, Ich will nicht! Death. Ah, das mit den Türen, das war jetzt echt My gerade, family boah. was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Jetzt Zeit, dass du die letzte Tür öffnest. Will ich sie öffnen? Was ist das jetzt? Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie. Ja, dann warte mal kurz. Was ist denn hier der Waschraum? Der Laundry-Raum ist der Waschraum, ne? Oder? Ja. Ja, ja. Das heißt jetzt da durch. Dann rechts. Dann links. Okay. Wieder rechts. Also dann lang. Rechts. Links. Krieg ich hin. Glaube ich. Lockerung. Jetzt bin ich schon wieder... Weil die Garage ja eigentlich auch 2 Ausgänge hat, ne? Ich muss... Genau, ich muss hier lang. Glaub ich. Durch den Boilerraum? War das so? Aha. Irgendeine Waschmaschine? Ah, Waschbecken, wa? Na, was ist da jetzt drin? Das Waschbecken wird rot. Da ist die Zahnspange. Oh God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. Oh, guck mal, ist I've alles never seen it durchgestrichen, like that Leute. before Mehr or Platz after. gibt es da auch gar nicht mehr an Gegenständen. Not Wir even sind, on glaube a ich, durch. deathbed.
And then she put her hands on her hips, exhausted. Da hat sie gerade umgebracht. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. Sie hat ihn geputzt. She'd cleaned it. Da hat sie Claire umge... Go on. No. I don't... Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. Das war gelogen. But it wasn't true. Ihr seid mit der Leiche dahin gefahren und dann ist sie verschwunden, um sie über die Klippen zu werfen. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. Mal wissen, ob noch was im Kofferraum ist oder so. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. Ja, wir haben nichts getan, wir waren Kinder. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Hmm? What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. Oh, bringt sich um Now bei I ihr can zu finally sein. rest in the light. Uwe. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. Oh. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared.
Is that you? Ja. Oh, wir sitzen wieder in unserem Auto. Und haben die Zahnspange in da. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Das ist bestimmt mit dem Auspuff. Guck mal, es ist alles zugeklebt. Das Rohr, ey, das ist bestimmt mit dem Auspuff gemacht. I'm good. Listen, Ach, der Anwalt. I don't want to sell the hotel anymore. I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Gut, wir verkaufen das Hotel nicht mehr. Das Spiel ist definitiv gleich zu Ende. And I have to stay here. Für immer. Forever. Wollen wir jetzt etwa Irvin und Rachel folgen? Ich weiß, worauf das hinausläuft. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always Ich bin der Meinung, es gibt hier 2 there. If you Endings. like it, I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's Eventuell dining können wir room das hier at noch aufhalten. Oder wir sagen, wir Rachel sterben. and Ich würde Irvin. sogar mitkommen. Sie ist ganz alleine, ne? So wären wir bei Mama, Papa, wieder mit Rachel und mit Irvin zusammen. To be all together. Mom, Oder bleibe ich am Leben? Aber was soll ich denn alleine machen? it would be so nice. Okay. Wait. I did all that you asked me. Wir werden von Rachel gesteuert. Rachel will uns wohl umbringen, weil wir jetzt sagen wir gerade, warte, ich habe alles getan, was du willst. Eventuell können wir gleich im nächsten Moment noch irgendwie abbrechen, dass wir sterben. Aber wollen wir das? Also, wollen wir sterben? Also, ich gehe jetzt mal gerade davon aus. Wollen wir sterben oder wollen wir leben? Aber was sollen wir so ganz alleine, ne? Wen haben wir auch verloren? Nein, wollen wir nicht? Gut. Ich guck nur, wie ich das abbrechen kann. Ne? Also, wenn man es abbrechen kann. Ich habe nur irgendwo halt mal gelesen, also gehört, dass es 2 Endings haben soll. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Loki ist mir seltsamerweise für Sterben. Ich will nicht sterben. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. Ah, da. Ausschalten? Fragezeichen. Ja. Komm. Ah, man konnte es... Aber da war ein Ausschalten? Fragezeichen? Also ja, man kann sich entscheiden, Suizid zu begehen oder nicht. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Also ich will das Hotel wieder aufbauen. Like a whole family. No more anger. Okay. Just love. Ich denke mal, das andere hat einfach dann nur so ein Ende. Man kippt dann wohl irgendwann um, weil Augen zu und so, und dann ist man tot. War's das, ja? Wow. Jeden Samstag spielen wir irgendwelche komischen Games durch. Immer irgendwelche
gruseligen Psycho-Games. Ich fand das Spiel aber nicht schlecht. Und ich habe auch oft Gänsehaut gehabt. Allein jetzt zum Ende hin. Die ganzen Türen, die jetzt zugefallen sind. Und dann auch die Stimme, die rechts, als würde sie hinter mir stehen, mir rechts ins Ohr haucht, ey. Das war wirklich gut, ne? Das war ja auch eigentlich wieder ein Spiel, nichts für psychisch Schwache. Deswegen gut, dass du eigentlich zum Ende hin erst wieder zugeschaltet hast. Dafür, dass ich eigentlich erst eine Woche Ruhe haben wollte davon, ne? Aber es war mitunter, sag ich mal, vom Horrormäßigen her, von den letzten 3 Games, ziemlich viel Horror. Also nicht, also am horrormäßigsten, was mit den Geist betrifft, das hat echt Gänsehaut verschafft. Aber die Thematik war nicht so krank. Das war mehr Detektivspiel, war das. Mit ein bisschen Geisterambiente. Während die anderen doch sehr starke psychische Thematiken hatten. Mir ging auch ein paar Mal die Pumpe, ja, weil dieses Erdrückende vom Hotel und so. Boah, dann die Geräusche. Ja, das Spiel war echt gut. So. Kann man echt weiterempfehlen. Ja, war echt sad und das ist jetzt schon 2-mal so, dass du immer eher dafür bist, dass wir unseren Char umbringen. Während andere eher immer sagen, oh nein, der soll leben und glückliches Leben und so. Ach man, jetzt auch noch Hülse gerissen. Oh, das nervt. Jetzt haben wir wenigstens das Ende nicht sad kredenzt. Sie baut das Hotel wieder auf. Die wird zwar einen psychischen Knacks weg haben. Aber sie baut das Hotel auf. Vielleicht wird sie auch schizophren, aber sie baut das Hotel auf. So schön. Special Thanks. Schön. Das Spiel war echt gut. Ach, ich kann grundsätzlich nicht weinen. Also, muss einem nicht Angst machen. Ich könnte nicht mal weinen. Nur weil es andere sehen könnten oder so. Wenn ein geliebter Mensch versterben würde. Dafür hat meine Ex mittlerweile gesorgt. So. Jo, dann haben wir das. Suicide of Rachel, haben wir durchgespielt. Auch erfolgreich. Ein sehr, sehr gutes Spiel, was ich jetzt wieder von der Platte schmeißen kann. Ah. Und dann das erste, was ich anschaue, ist hier. Das tue ich jetzt mal schnell. Platz und so, ne? Aber jetzt mache ich echt mal Pause mit dieser Art von Games. Sage ich jetzt und für nächsten Samstag habe ich dann wahrscheinlich wieder eins gefunden. So, gründliche Deinstallation. Wie gesagt, habe ich letzte Woche auch gesagt. Und was haben wir jetzt heute gespielt? Na komm, Schnatzi, ey. Sogar dir wurde da mulmig oder hast dich mal erschrocken, ne? Also es war wenigstens diesmal nicht nur ich. Stimmt! Nicht so mittendrin. Ich weiß gar nicht, ob du von den Anstaltsspielen überhaupt letzte Woche was mitgekriegt hast.
Martha haben wir uns ja wenigstens noch privat reingepfiffen. Ich finde es interessant, dass unter den Zuschauern auch Leo mit drin ist. Ja! Ich habe ihm mal meinen neuen Account heute mal geschickt. Er wusste ja gar nicht, dass mein alter Twitch-Account ja weg war. Hatte ja nur nebenbei laufen. Bin irgendwann weggeknackt und ja, das war's dann auch schon. Können wir ja morgen mal gucken, nebenbei. Wenn du Bock hast. Dann kriegst du auch mal mit, dass die Thematik da auch nicht gerade ohne war. Besonders weil es wahre Begebenheit war. Morgen ist Sonntag, morgen ist Liga. Er hat ja auch nicht gefragt, ganz ehrlich, wenn er mal drauf achten würde und nicht nur auf seine Discord-Gruppe, ne, Leo? Dann hätte er das auch schon längst mitgekriegt. Der ist ja auch in meinem Community-Discord, der Pimmel. Dann hätte er das noch mitgekriegt. Nein, bei mir ist nicht jeder Tag ein Sonntag. Bei mir sind die Tage Sonntage, wo ich wirklich nichts mache. Keine Videos bearbeite, nichts hochlade, nicht streame, nicht render, nicht... Einfach nur nichts tun. Das, was hier für euch manchmal wie Spaß aussieht, also klar macht Streamen Spaß und so, aber das danach und auch so die ganzen Emotes und hier und da und alles, ne, und Animationen, das ist ja alles Arbeit. Und auch danach, dieses Video zu rendern und so, ne? Allein das 10-Stunden-Video vor 2 Tagen, das war die Hölle. 10 Stunden! Aber da sind echt ein paar gute Best-ofs rausgeflossen. Schnatzi hat gestern schon das zukünftige Best-of-Part gesehen. Unbearbeitet. Und da sind ein paar gute Dinge wieder bei. Ja gut, dann ist bei mir jeder Tag ein Sonntag. Sonntag ist bei mir die halbe Woche. Speedrun und Lernen und so Zeug. Ich frage mich ja eigentlich auch mal, wann The Healing Episode 3 rauskommt. Ich gucke jetzt mal kurz mal, wie weit das gut ist. Alter, ich bin da schon ganz fickerig drauf. Das gut. Storybalken ist fast voll und so. Ich denke mal 2-3 Wochen noch. Vielleicht maximal einen Monat. Cool. Ich guck mal kurz nebenbei BlueStacks, ob bei The Healing sich was getan hat. Also der letzte ist nur so scheiße lang gewesen, weil es ein ganzer Jahresrückblick war, Marvin. Der konnte auch ruhig mal eine Stunde gehen. Aber der jetzige, der geht 22 Minuten. Aber das letzte heißt ja auch nicht... Das letzte Video ist ja auch kein Best-of, es ist ein Jahresrückblick. Das darf auch ruhig länger gehen. Aber sonst gehen die Videos nie länger als eine halbe Stunde. Und die ganzen Leute, so wie Glorietta und so, die pfeifen sich auch die Best-ofs rein, wenn sie eine Dreiviertelstunde gehen. So halbe, Dreiviertelstunde was zu lachen. So, hat The Healing eventuell ein Update? Vielleicht so Episode 3 oder so. Ich krieg ja nirgendwo Bescheid. Ja, nee, Henry, geh mir nicht auf den Sack, ich muss ich auch noch weiter aufnehmen. The Healing hat eine Aktualisierung. Ich guck mal. 40 MB. Könnte das Episode 3 sein? Das wäre jetzt was. Ja. Boah, drückt mal die Daumen, dass The Healing weitergeht. Das hatte gerade ein gutes Update. Das wäre jetzt was. Dann wüsste ich jetzt nämlich gleich, was ich weitermache. Die letzte Episode hörte ja wieder mit einem Cliffhanger auf. Boah, das war jetzt aber ein Mega-Update. Sag mir, dass The Healing weitergeht. Wenn ja, muss ich das nämlich leider nebenbei aufnehmen. Weil ich das als Let's Play drin habe.
Ja. The Healing kackt auch ganz gerne mal ab. Weil ich will endlich das wissen mit hier Dr. Quo und so. Ja, das ist hier mit diesen Pestdoktor, genau. Das ist ein Chat-Game, lieber Loki. Ich bin in eine Gruppe gelandet, die heißt Heilung und sonst musst du das mal auf YouTube gucken. Da ist heute der erste Part rausgekommen. Ist halt so schwer ein bisschen zu erklären. Der lässt sich nur gerade nicht updaten. Ich werde mal ganz kurz BlueStacks neu starten. Manchmal hilft das. Es gab auf jeden Fall ein größeres Update. Mit Glück ist das echt. Alter, wieso ist Microsoft Edge eigentlich schon wieder im Hintergrund, Alter? Ich habe das Ding schon 5000 Mal deinstalliert, ihr Wichsers. Ne, der Typ, der gefangen war mit dem Mädel, Schatzi, das ist das Sign gewesen. Da, wo diese scheiß dumme Chiara mit dem Professor doch da eingesperrt war und ich mich entschieden habe, dass die Chiara getötet wird. Der Prof, den mochte ich ja wenigstens noch. Ja, hier in The Healing. Hier ist er aber ein Schachliebhaber. Hier spielt auch der Prof nochmal mit, ja. In The Healing. Weil es von denselben Machern ist. Okay, ich wechsle mal ganz kurz. Er übernimmt das sogar. Oh mein Gott, Leute, wir haben Episode 3! Ja, Pörno! Wupp, wupp! Wupp, wupp! Wupp, wupp! Finden wir das gut? Ja. Haha, geil! Episode 3 ist draußen. Ich kann endlich wissen, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, da sind nicht so viele, Hacking-Dinger wieder mit bei. Da kriegen wir wieder die Krätze. So, warte mal. Ach ja, die eine Lucy wurde ja entführt und ist in einem Raum voller Wespen eingesperrt. Die ist doch allergisch gegen Wespen gewesen, genau. Ein Stich könnte tödliche Konsequenzen für sie haben. Können Anna und Tim sie rechtzeitig befreien? Und was planen Dr. Quo und J.K. Knight? Stimmt der J.K. Knight, dieser Puppenfanatiker? Die Antworten erwarten dich in dieser Episode. Oh, geil. Das finde ich gut. Kann ich aufnehmen, das ist gut. Oder ich mach's mir sogar einfacher. Nicht wundern, es kann jetzt sein, weil ich da jetzt gerade was mache, dass der Stream für 2-3 Sekunden ausgeht. Also sollte das Video nicht gleich wieder bei euch starten, sollte es ausgehen, dann einfach nur die Seite reloaden. Ne, damit ihr Bescheid wisst.